Dortmund-Scharnhorst, ein sozialer Brennpunkt mit hoher Armuts- und Kriminalitätsrate. Fast jeder Dritte hier lebt von Hartz IV, auch Michelle und Thomas. Ich bin Michelle. Ich bin Thomas, wir sind Hartz-IV-Empfänger und bekommen 585 € pro Monat. Und Deutschland geht uns am Arsch vorbei. Das Pärchen lebte als Bedarfsgemeinschaft in einer Zweizimmerwohnung, zusammen mit 4 Schlangen, 2 Ratten und einem Hund. Doch heute heißt es Abschied nehmen. Michelle packt ihre Koffer bzw. ihre Plastiktüte. Ja, meine Tasche ist halt dafür da, weil ich heute für 2 Wochen hinter Gittern wandere. Weil ich schwarz gefahren bin und diese Kosten, die dabei entstanden sind, nicht bezahlt habe. Und mir erst dadurch eigentlich Sozialstunden auferlegt wurden. Diese Sozialstunden habe ich aber nur eigentlich gar nicht getan. Ich finde es kacke, dass ich ihn bauen muss, aber ich sag mal so, das hat sich selbst zuzuschreiben. Ja, wenn ich hören will, dann muss fühlen, auf gut Deutsch. Ich habe aus meinen Strafen gelernt. Ich muss nicht noch mal rennen. Aber das Bett für Zauchen für mich ganz alleine ist schon was Nettes. Noch scheint sich Thomas' Abschiedsschmerz in Grenzen zu halten. Nicht nur er saß bereits im Gefängnis, auch für Michelle ist es nicht der erste Aufenthalt im Knast. Da ich die Einrichtung selber schon kenne, weiß ich, welche Regeln da sind. Und sobald ich in der Hauswirtschaftsgruppe bin, darf ich den Häftlingen ihr Essen bringen. Und vor allem, ich kriege bewusst komplett niegelnagelneue Hygieneartikel. Zumindest hygienemäßig wird sich Michelle im Gefängnis dann wohl verbessern. Und auch sonst sieht sie den 2 Wochen Haft ganz entspannt entgegen. Wie ist denn das so für dich, wenn du jetzt aufs Bett noch mal guckst? Ganz ehrlich, es juckt mich nicht. Michelle ist im Heim aufgewachsen. Sie hat weder Schulabschluss noch Ausbildung. Ich bekomme Hartz IV seit knapp 4 Jahren. Hast du schon mal gearbeitet? Ich habe gearbeitet für knapp, gut 4 Stunden. Danach habe ich gemerkt, dass ich Magen-Darm-Virus abkassiert habe und direkt 2 Tage später die Kündigung im Haus hatte. Demnach war mir das scheißegal. Auch Thomas lebt von Hartz IV, doch er hat immerhin schon mal eine Ausbildung abgebrochen. Ich bekomme Hartz IV seit ungefähr knapp einem Jahr. Habe allerdings davor in Schleswig-Holstein gewohnt. Ich war beschäftigt in einer Großküche. Und durch den Umzug habe ich da halt kündigen müssen. Aber Bewerbung ist schon bereits draußen. Ich habe über eBay Kleinanzeigen meine Bewerbung geschaltet und habe für nächsten Monat eventuell ein Bewerbungsgespräch. Ja, cool. Auch in der Küche? Auch wieder in einer Küche, genau. In seiner eigenen Küche arbeitet der 24-Jährige augenscheinlich nicht so gerne. Statt mit alten Essensresten beschäftigen sich Michelle und Thomas lieber mit Tabakresten. Ja, diese Riesentüte haben wir, weil wir uns keinen normalen Tabak leisten können. Und diese Tüte kommt von einem guten Bekannten. Der sammelt die für uns, hebt den in so einen großen Eimer auf. Und wenn der Eimer voll ist, lädt er sie in so eine Aldi-Tüte, sag ich einfach mal. Und übergibt die uns dann. Was uns persönlich sehr freut, mich zumindest. Mich auch. Du auch eine? Ich bitte darum, ja. Da kann man getrost rauchen. Mach oben ein bisschen das Verbrannte einfach ab. Mach den restlichen Tabak da raus. Und dann verstopfe ich den und dann rauche ich das selber weiter. Weil es ist ja nichts Schädliches dran. Außerdem Tabak halt. Bevor Michelle ihre Haft antreten muss, bleibt noch Zeit für eine letzte Zigarette und ein paar aufmunternde Worte ihres Liebsten. Ja, so mein Knastaufenthalt, der war nicht so sonderlich prickelnd, sag ich einfach mal. Um 8 Uhr musste definitiv aufgestanden werden. Um 9 gab's Frühstück, davor musste geduscht werden. Allerdings nicht jeden Tag, so wie bei dir. Insgesamt saß ich 3,5 Jahre. 3 Jahre für diese Körperverletzung und ein halbes Jahr wegen der Drogengeschichte. Du bist jetzt wie alt? 24 bin ich jetzt. Ja, dann das Übliche halt, ne? Stunde Innenhof. Ne? Gibt da die Gerüchte, ja, ne? Innenhof immer im Kreis laufen. Ne? Hier, kannst Basketball spielen, kannst Fußball spielen, du kannst du Basketball spielen, wir durften sogar Schach spielen, wir hatten ein großes Damenspiel auf dem Boden drauf. Wir haben sogar teilweise draußen gegessen, das war relativ geil. Wenn ich euch beide so höre, hört sich Knast ein bisschen nach Urlaub an. Ich war froh, wenn ich da wieder draußen gewesen bin nach dem 2. Mal.
Für mich ist Knast auf eine Art wie Urlaub, ja. Urlaub auf Staatskosten, sagt man ja immer so gerne. Urlaub ist das Ganze und gar nicht. Die Leute, die sagen, dass es Urlaub ist, tut mir leid, Scherz, wenn ich das so krass sagen muss, aber die haben einfach keine Ahnung. Ob Urlaub oder nicht, den beiden steht jetzt eine 2-wöchige Trennung bevor. Und am Bahnsteig wird die bisher so coole Michelle dann doch noch von ihren Emotionen überwältigt. Ich liebe dich. Richtig, ja. Ist es schlimm für euch jetzt, dass ihr euch trennen müsst? Ja, für mich schon. Ich find's scheiße. Bin ich ganz ehrlich. An sich, der Knastaufenthalt ist für mich nicht allzu wild, aber das Loslassen. Michelle und Thomas sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Eine 2-wöchige Trennung ist für beide etwas Neues. Der 22-Jährigen gehen 1000 Gedanken durch den Kopf. Ja, ich überlege halt momentan sehr, sehr stark, sobald ich rausgehe und wieder in Freiheit bin und wieder in Dortmund bin, vor allem wieder zu Hause bin ich der Meinung, dass diese Beziehung zwischen Thomas und mir einfach nicht mehr lange standhalten wird. Ich liebe dich. Richtig, ja. Der Knastaufenthalt ist für mich nicht allzu wild, aber das Loslassen. Das Thema Loslassen beschäftigt Michelle offenbar schon länger. In meinem Leben gibt es sehr wohl auch einen anderen, wo ich auch sehr, sehr starke ganz kurz. Wo ich sehr, sehr starke Gefühle auch zu habe, den ich über 6 Jahre kenne. Und ich brauche ihn nur ansehen und fange an zu grinsen. Wer ist das? Eigentlich mein bester Freund Mike. Derjenige, dem ich so viel verdanke in meinem Leben. Auch wenn er eigentlich fast nichts dafür großartig getan hat. Der ist einfach wesentlich besser in eigentlich allen Themen. Michelles Liebesbeichte kommt nicht nur für uns wie aus dem Nichts. Auch ihr Verlobter Thomas hat keine Ahnung von dem heimlichen Nebenbuhler. Der Abschied war sehr, sehr schwer für mich. Ich vermisse sie so ein bisschen. Also mir ist das zu ruhig hier. Ja, ich komme in die Wohnung und das ist keine Sau da. So, der Hund ist mit mir alleine. Der Hund hat mega tierische Angst vor mir. Ich weiß nicht warum. Na, die Schlangen, die sind am langweiligsten von allen, sag mal, die liegen auch noch rum. Ne? Der Einzige, mit dem ich kuscheln kann, ist nur noch er. Ich habe zu ihr ganz klar gesagt vorhin, ja, ich bin ja froh, wenn ich das Bett für mich alleine habe. Das Bett für Zauchen für mich ganz alleine ist was Nettes. Ist leider nicht so. Bin ich ganz ehrlich, ist natürlich überhaupt nicht so. Das habe ich nur gesagt, um sie so ein bisschen natürlich aufzumuntern und zu sagen, ey, pass auf, ich schaff das schon. Komm mal 2 Wochen wieder, dann ist gut. Aber mir wird was fehlen. Während Thomas seiner Verlobten nachtrauert, nimmt die ihre 2-wöchige Haftstrafe wegen Schwarzfahrens immer noch auf die leichte Schulter. Hast du dir eigentlich ein Bahnticket jetzt gekauft? Nein, ich habe mir kein Bahnticket gekauft, weil ich diese Situationen kenne und weil ich einfach weiß, wie es ist, auch ohne Ticket zu einem Gebäude hinzufahren, wo man wegen so etwas eigentlich reinwandert. Und deshalb, ich bin ganz ehrlich, mich stört Schwarzfahren gar nicht. So war es beim letzten Mal aber auch. Michelle zahlt weder Fahrkarten noch Geldstrafen. Am Ende bezahlt sie doch mit Lebenszeit. Ich stehe dazu, ich bin Schwarzfahrer, aber ein schlechtes Gewissen deshalb habe ich nicht. Ich bin nicht das Gesetz. Ich bin nur ein einfacher Bürger. Ich bin halt vorbestraft wegen Schwarzfahren, Diebstahl, Hehlerei, also angebliche Hehlerei, angebliche Freiheitsberaubung. Das sind halt die einzigen Sachen.
Doch bisherige Strafen hatten keine abschreckende Wirkung. Michelle kennt die Jugendarrestanstalt in Wetter an der Ruhr bereits. Ich stehe das zweite Mal vor diesem Gebäude mit demselben Hintergrund vom Schwarzfahren und auch Nichterledigung der Sozialstunden. Das kann eine echt chillige Zeit werden. Man wird voll verpflichtet, man kann selber aufs Klo, man hat an sich einen eigenen Raum für sich, man hat irgendwo auch seine Privatsphäre. Demnach, was wollen die Leute mehr? Doch der vermeintliche Urlaub auf Staatskosten wird deutlich länger dauern, als Michelle ahnt. Leipzig in Sachsen. Hier lebt die alleinerziehende Oma Bettina mit Enkelin Jasmina. Wie rund 70.000 andere Leipziger beziehen sie Hartz IV. Ich bin die Bettina. Ich heiße Jasmina. Ich lebe mit meiner Enkelin von 629 € im Monat. Trotz meines Alters suche ich noch Arbeit, weil das Geld kaum reicht. Die 58-Jährige teilt sich mit ihrer Enkeltochter eine Plattenbauwohnung im Leipziger Stadtteil Grünau. Obwohl die Mieten hier niedrig sind, bleiben den beiden nach Abzug aller Fixkosten gerade mal 400 € im Monat zum Leben. Probier mal an, Dina passt. Nein. Oh, keine Chance, passt nicht mehr. Bettina, was steht heute an? Sachen aussortieren. Wir schauen, dass wir die im An- und Verkauf ein paar Euro für kriegen. Dass wir Neues kaufen können, weil Jasmina aus einigem rausgewachsen ist. Jasmina hat gerade erst ihren 9. Geburtstag gefeiert. Sie lebt bei ihrer Oma, seit sie ein kleines Baby ist. Zu ihrer eigentlichen Mutter, Bettinas Tochter, besteht kaum Kontakt. Mein Verhältnis zu Jasmina lässt sich ganz einfach damit erklären, dass es wie Mutter-Tochter ist. Weil sie war ja ein Jahr, als sie zu mir gekommen ist. Weil Mama viel zu jung war ja 18. Dann hatte sie das eben nicht mehr geschafft. Und mein Papa auch nicht. Männer gibt es hier überhaupt nicht in unserem Haushalt. Warum nicht? 2 Ehen haben gereicht. Bist du traurig, dass du nicht bei deiner Mama lebst? Nö. Bin ich nicht. Hättest du gedacht, dass du mit 50 noch mal ein Kind großziehst? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich noch mal von vorne anfangen muss. Was ist hiermit? Nein. Ist auch viel zu klein, ne? Ja. Passt sie gar nicht mehr rein. Zu kurz guckt der Popo raus. Der ist aber zu klein. Die ist doch zu eng. Ist halt jung, so ein kleines Kind. Oder jünger halt, ne? Ich bin Vorbild, ich bin Ersatz für ihre Familie, für alle. Und wenn ich da so an meine Krankengeschichte denke, kann ich nur sagen, wäre Jasmina nicht bei mir oder hier überhaupt, würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen, glaube ich. Bettina leidet unter Herzrhythmusstörungen und Parkinson. Dann kam noch ein weiterer schockierender Befund dazu: Krebs. Die Diagnose Lungenkrebs, als ich das damals bekommen habe, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe natürlich auch erst mal da gesessen, habe überlegt, ja, hallo, was machst du jetzt? Ich habe mich dann aufgerafft und habe mir gesagt, die Jasmina ist noch da. Die Jasmina, die braucht dich noch ganz lange, also kämpf. Den Kampf gegen den Krebs hat Bettina gewonnen. Den Kampf gegen die Armut nicht. Doch sie versucht alles, um ihre Situation zu verbessern. Alleinerziehende Muttis bekommen Unterhaltsvorschuss, Großmütter bekommen sowas nicht. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben uns 400 € im Monat über. Da habe ich aber noch keine Lebensmittel gekauft. Da habe ich noch keine Bekleidung gekauft, weder für Jasmina noch für mich. Das lässt sich alles davon nicht stemmen. Ich habe hier so ein paar gesammelte Werke von meinem Kind. Okay, die möchten Sie gerne abgeben? Ja. Ich schaue mir das kurz mal an. Das Geschäft führt sowohl Secondhand als auch Neuware. Jasmina braucht auch dringend ein paar neue Klamotten. Doch was ihr gefällt, ist für ihre Oma unbezahlbar. Die Preise sind nicht so ganz meine Preisklasse mit 26 € für ein so ein Oberteil. Guck mal. Nee. Auch das T-Shirt ist mit fast 17 € für Bettina unerschwinglich. In der Gesellschaft sind wir wahrscheinlich schon zu dieser armen Gruppe, dass wir dazugehören. Und es bleiben viele Wünsche auf der Strecke, auch für die Kleine. Ich versuche dann schon immer zu sparen und zu machen, dass ich ihr das ermöglichen kann. Aber es klappt eben halt nicht immer.